Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die wir heute für euch vorbereitet haben: Neuigkeiten von dem Air India Absturz, was dort an neuen Informationen gekommen ist, und nochmal eine Einordnung. Weiter: Israel hat den Iran angegriffen, heißt einmal, der iranische Luftraum ist gesperrt, der israelische Luftraum ist gesperrt. Israel bringt Flugzeuge in Sicherheit, also El Al, die Fluggesellschaften. Weiteres Thema ist Lufthansa. Dementsprechend natürlich wird die Flüge nach Teheran canceln. Und Lufthansa möchte mehr Tickets in die USA verkaufen. Also man hat da auch eine neue Strategie. Und wir haben als letztes Thema Frankfurter Flughafen. Da gibt es ein bisschen Stretch. In Anführungsstrichen, die Grünen möchten nicht, dass dort der Flughafen mit den Abflügen maximiert wird. Ihr denkt dran, wie immer, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Und ich freue mich, wenn ihr auf School kommt und wenn wir dort die Sachen diskutieren können. Ja, was haben wir noch an Themen? Das war alles. Also können wir direkt starten. Wenn ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt und kommentiert habt. Das erste Thema ist natürlich der traurige Absturz gestern in Indien von der Air India Maschine. Da gebe ich euch einmal ein kurzes nochmal Update. Heißt also, die Flugroute war für den Flieger von Ahmedabad nach London Gatwick, Boeing 787-8er war das, die Maschine mit der Kennung Victor Tango Alpha November Juliet, Baujahr 2014. Crew an Bord und Passagier waren 230 plus 12 Crewmitglieder, 2 Piloten, 10 Flugbegleiter. Absturzhergang, Zeitpunkt ist wenige Sekunden nach dem Start. Man hat knapp 200 Meter an Höhe nur erreicht und ist dann quasi in ein Haus rein, ein Wohngebiet direkt außerhalb des Flughafens, in ein Gebäude rein. Es gibt fast 300 Tote. Es gibt wie durch ein Wunder einen Überlebenden. Das ist ein britischer Staatsbürger mit indischer Herkunft, Sitzplatz 11a, der war direkt an der Tür Nummer 2L, also auf der linken Seite die zweite Tür. Und offiziell bestätigt sind im Moment 241 Tote an Bord laut Air India. Gesamtzahl der Polizei sind bis zu 290 Tote, inklusive der Bewohner am Boden. Verletzte gibt es Dutzende, aber die genaue Zahl ist unklar. Der letzte Funkspruch ist etwas, was uns auch überliefert worden ist, und zwar ist der inoffiziell. Mayday, no trust, losing power, unable to lift. Heißt also, dass man dort Schubverlust hatte und heißt also, man hat einen Notfall deklariert, man hat keinen Schub, also no trust. Losing power, man hat damit keine Leistung. Und man hat auch keinen Lift, also man geht nicht hoch, man steigt nicht mehr. Und die Hindustan Times schreibt, dass man mindestens einen der Flugbeschreiber geborgen hat. Also ich weiß nicht, welcher von beiden. Es gibt ja zwei, einmal den Flight Data Recorder und den Flight Voice Recorder. Mögliche technische Probleme. Einmal GA Aerospace, also General Electric Aerospace, ist eingebunden, der ist der Hersteller der Triebwerke. Dann gab es ungewöhnliche Beobachtungen, wobei die aber auch mit Vorsicht zu genießen sind. Einmal, das Fahrwerk war nicht eingefahren und anscheinend die Landeklappen möglicherweise bereits eingefahren. Und das ist so etwas, was vielen Leuten aufgefallen ist. Auch interessant ist natürlich das Wetter in Ahmedabad. 42 Grad Celsius, heißt also, es ist auf jeden Fall hot. Dass man also dort eine längere Startstrecke braucht, weil der Auftrieb wesentlich geringer ist also leistungslimitierend, und man hatte einen Rückenwind von 10 Knoten. Aber auch natürlich ein Thema, was ich gestern vergessen hatte zu erwähnen, ist, dass dort auch Vögel viel unterwegs sind. Das hatte der Vorsitzende der indischen Pilotengewerkschaft gesagt, dass dort Vogelschlag ein möglicher Grund sei. Und wenn diese, ich glaube, Adler oder was da auch ist, also auf jeden Fall Großvögel, wenn die ins Triebwerk kommen, dann kann das natürlich passieren, dass die Triebwerke dann beide dann Flameout haben. Man kann jetzt natürlich ehrlicherweise sagen, ja, das wäre aber vergleichbar mit dem Kollegen Sullenberger, mit dem 320er. Ja, der Unterschied ist halt bei Sully, der war wesentlich höher. Also das heißt, er hatte wesentlich mehr Luft unter den Flügeln, war so über 2.500 Fuß hoch, 2.500 Meter hoch.
Heißt also, man war da nur ein Zehntel mit 200 Metern und man hatte halt ein bisschen mehr Platz damit, weil man da den Fluss hat. Aber das ist halt mitten in der Stadt, ist also auch ein Thema. Ja, also auf jeden Fall die Ermittlungen laufen. Die indische Zivilluftfahrtbehörde DGCA ermittelt natürlich. Dann gibt es Unterstützung einmal aus den USA von der NTSB. Dann gibt es Unterstützung auch von der britischen Behörde, das wäre die AAIB. Boeing logischerweise, Triebwerkshersteller General Electric Aerospace ist da. Und man wird dort natürlich jetzt erstmal mehrere Monate Untersuchungen anstellen, was da passiert, die Blackbox auswerten. Ja, für die Luftfahrt ist das natürlich ein trauriger Verlust, muss man auch hier ganz klar sagen, weil es auch der erste Verlust einer 787 ist. Das Flugzeug fliegt seit über 10 Jahren, heißt also mit 75 Airlines, 1100 Maschinen sind im aktiven Dienst. Das ist eine krasse Nummer, hatte ich also gar nicht so auf dem Schirm. Circa 500.000 Passagiere werden täglich mit einem Dreamliner durch die Welt geflogen. Und es ist halt wirklich ein tragischer Vorfall mit möglicherweise technischen oder operationellen Ursachen. Erste Hinweise deuten auch wirklich halt auf den Schubverlust hin mit der Aussage über den Funk. Und der genaue Grund ist aber noch abzuwarten, weil man da die Untersuchung abwarten muss. Die Auswertung des Flugschreibers und Cockpit Voice Recorders wird entscheidend sein. Deshalb, also alles, was wir hier spekulieren würden oder das, was spekuliert wird, ist halt verfrüht, muss man abwarten, was da passiert. Ja, um nochmal zu Sully-Vorfall zu kommen, ich habe mir das nochmal aufgeschrieben, und zwar ging es ja da um den US Airways Flug 1549. Der hatte halt Triebwerksausfall in 3200 Fuß Höhe, um genau zu sein. Heißt also, wenn man das vergleicht mit der anderen, da sind es 625 Fuß, also da ist es wirklich kaum Handlungsspielraum. Und also damit ist die Situation halt wirklich nochmal unterschiedlich, damit ihr da halt wisst, wie der Unterschied ist. Also 625 Fuß zu 3200 bei dem Hudson-Geschichte. Da hast du also wesentlich mehr Zeit zu reagieren. Auch ist es so, dass die nicht eingefahrenen Fahrwerke aerodynamisch eventuell ein Nachteil sind, aber man muss hier auch immer im Hinterkopf behalten, in dem Moment, wo ich das Fahrwerk einfahre, gehen ja die Klappen wieder auf, wo das Fahrwerk reingeht. Das wäre dann im ersten Moment auch wieder aerodynamisch doof. Also das heißt, das eine hat den Vor- und Nachteil. Dann Speed unter V2, dass also keine Steigleistung möglich war. Oder man hatte natürlich halt eine schlechte Performance, weil man hier mit dem Flieger einmal eine sehr hohe Temperatur hatte mit 42 Grad Außentemperatur und dann nochmal 10 Knoten Rückenwind. Und die Hypothese ist halt, wie gesagt, der Vogelschlag. Also abwarten, was da passiert und rausgefunden wird. Auf jeden Fall müssen wir hier an dieser Stelle natürlich den ganzen Familien viel Kraft und unser Beileid wünschen zum Verlust. Also das heißt, das ist mehr traurig als alles andere. Ja, was auch traurig ist, ist der Nahostkonflikt in Israel. Israel hat ja jetzt anscheinend in 2 Wellen Teheran angegriffen, im Herzen der Stadt mit Opfern in der Führung der iranischen Regierung, um das Atomprogramm zum Stoppen zu bringen. Und im Rahmen dessen ist es so, dass der Flughafen Ben Gurion, der halt Heimat ist für viele Fluggesellschaften, unter anderem für El Al, aber auch Arkia, die haben ihre Flugzeuge außer Landes gebracht. Das Präsidentenflugzeug Israels wurde auch verlegt. Flughafen bleibt mindestens 3 bis 4 Tage geschlossen. Grund ist wirklich, dass man jetzt erwartet, dass die Iraner zurückschlagen. Also dass da Drohnen kommen. Drohnen sind ja anscheinend auch irgendwie 100 schon geschickt worden, konnten irgendwie auch abgefangen werden durch den Iron Dome. El Al hat Flugstreichung bereits am Morgen. El Al stellt auch alle Flüge von und nach Israel ein, obwohl sie dafür bekannt sind, dass sie zu jeder Tages- und Nachtzeit fliegen. Und weil sie halt wirklich auch in der Krise geflogen sind, ist das unüblich. Die Antwort der Lufthansa Group ließ natürlich auf sich nicht lange warten, logischerweise. Man hat bei Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Eurowings, Brussels, Lufthansa und ITA einen Flugstopp bis zum 31. Juli 2025 eingelegt. Also Flüge nach Tel Aviv und Teheran. Bis 20. Juni hat man noch 3 andere Ziele gestrichen, das ist Amman, Erbil und Beirut.
Swiss hat natürlich auch bis Ende des Sommerflugplans bis zum 25. Oktober gestrichen, Tel Aviv nach Beirut bis zum 31. Juli. Und Hintergrund ist natürlich einmal die Sicherheitslage, aber auch Personalmangel im Cockpit bei der Swiss als Grund. Und die Luftraumüberflüge, iranisch, libanesischer, irakischer, israelischer Luftraum wird nicht mehr überflogen aus Sicherheitsgründen. Also hier auch nochmal ein Hinweis. Ja, Frankfurt gab es auch geringe direkte Beeinträchtigungen laut Fraport. 2 ankommende Flüge aus Teheran sind gestrichen worden, ausgehender Teheran-Flug für Samstag gestrichen worden. 4 Maschinen anderer Airlines mussten in Frankfurt zwischenlanden, da längere Routen durch die Luftraumsperrung nötig waren. Letzter Lufthansa-Flug aus Teheran landete kurz vor dem Angriff am frühen Morgen sicher in Frankfurt. Als Fazit ist das so, dass natürlich der eskalierende Nahostkonflikt deutliche Auswirkungen hat auf den Flugverkehr. Und neben Flugstreichung kommt es auch zu logistischen Umstellungen wegen geschlossener Lufträume. Lufthansa und andere Fluggesellschaften lassen da auch Vorsicht walten. Fluggesellschaften in Amerika sind ja auch umgedreht, beziehungsweise sind dann irgendwo in Europa zwischengelandet, um dann zurückzufliegen. Und man wartet dort ab, was die Reaktion des Irans ist. Bleibt aber unsicher und sicherheitsrelevant für die Luftfahrt. Und da gibt es halt wirklich auch für die Freunde von Indien, für Air India natürlich auch gestern das Thema, dass viele Flüge, die nach Indien wollten, aufgrund dieser Luftraumsperrung dann auch landen musste. Eines, glaube ich, nach Wien ausgeflogen worden. Die Leute hatten sich darüber beschwert, dass die Abfertigung am Boden nicht ganz so geklappt hat, dass man über den Grund nicht informiert worden war. Ja, kann man jetzt drüber streiten. Ich weiß es nicht, was da ist. Also ist natürlich erstmal auch wieder doof. Ja, als nächstes Thema haben wir dann die Lufthansa und USA. Da ist es so, die Lufthansa fliegt ja aktuell bis zu 60 Mal täglich von Europa in die USA. Und im Vergleich zu anderen Fluggesellschaften, Air France, KLM oder you name it, hat man sich da auch nicht irgendwie, sage ich jetzt mal, an dem Preiskampf orientiert und hat gesagt, nö, machen wir nicht. Weil Air France, KLM hat ja zum Beispiel die Ticketspreise reduziert und damit dann auch natürlich versucht, Nachfrage zu generieren. Die Lageeinschätzung für das Quartal 3 2025 von KSNS aus M ist halt wirklich, dass man eine Abflachung der Nachfrage für dieses Quartal, das dritte nämlich, erwartet. Auch ist es so, dass die Nachfrage aus den USA stabil bleibt. Nachfrage aus Europa lässt spürbar nach. Die Reaktion, die man hat, ist, dass man mehr Vertriebsfokus auf den USA-Markt legen möchte. Mehr Tickets sollen in den USA verkauft werden, Einbruch auf europäischer Seite stärkere US-Nachfrage kompensieren. Also, dass man das so macht. Fazit ist natürlich, Lufthansa kennt eine nachlassende Buchungsthematik aus Europa und Dynamik. Während sich der US-Markt robuster zeigt, die Konsequenz ist, dass der Konzern flexibel reagiert mit einer Anpassung der Vermarktung an der Stelle und setzt künftig stärker auf den Absatz im US-Markt, um die Transatlantik-Auslastung noch hochzuhalten. Also hier könnt ihr auch sagen, ob ihr da etwas bemerkt habt oder nicht und ob ihr da in irgendeiner Art und Weise USA meidet oder nicht. Ich bin da mal gespannt. Ich selber habe wieder mehrere Flüge in die USA geplant und gebucht. Ich beobachte natürlich die Lage in Los Angeles oder in Dallas, wo ich auch bin. Also insofern macht es einem das nicht einfacher, aber geschäftlich muss ich da hin und natürlich auch für Events. Und da, um mich kümmern zu können, muss ich halt da sein. So ist es. Das letzte Thema ist Frankfurt. Die Abflugrouten, die Fraport und die DFS haben halt geplant, mehr Abflüge künftig Richtung Nordwesten zu nehmen, also Taunus. Und die betroffene Betriebsrichtung Westen an ca. 70% der Tagen aktiv. Begründung ist natürlich der Anstieg der Flugverlegung bis 2033. Und die Grünen in Hessen haben Kritik daran, was natürlich bei den Grünen jetzt nicht ehrlicherweise verwundert. Und zwar Bruchführerversprechen beim Flughafenausbau wurde zugesichert, Doppelbelastung betroffener Kommunen zu vermeiden. Verstärkte Abendflüge sind erhöhte Belastung und erhöhen die Belastung. Keine Bürgerbeteiligung bei Neuverteilung des Fluglärms und die Landesvorsitzenden Lührmann und Frank sagen, die Neuverteilung des Fluglärms wurde ohne die Betroffenen geplant und die Maximierung von Starts und Landungen ohne Rücksicht auf Klima und Umwelt und Menschen ist nicht akzeptabel. Natürlich gibt es dort einen rechtlichen Bezug, der ist da, dass man dort den KW Mansouri von der SPD, das ist der Verkehrsminister, sagt, dass den Nachweis der Reform der Rechtskonformität mit dem Planfeststellungsbeschluss zum Flughafenausbau nachweisen muss.
Und dort sind natürlich auch die Regelungen zum Fluglärm enthalten. Also da muss man jetzt Farbe kennen. Politischer Druck steigt auf die Landesregierung und auf Fraport und zeigt halt wirklich die Spannung zwischen den Wachstumszielen der Luftfahrt und dem Anspruch der Lärmschutzmaßnahmen. Und auch ich kann es gar nicht aussprechen, klimapolitische Aspekte rücken auch hier wieder stärker in den Fokus, was wir von den Grünen natürlich nicht anders erwartet haben. Ihr könnt ja eure Meinung dazu sagen. Ich hatte einen interessanten Beitrag, als ich das erste Mal von dieser Erhöhung gesprochen hatte, dass ihr dazu gesagt habt, ja, der Flughafen wurde 1900 irgendwas gebaut und wer danach gekommen ist, hat halt Pech gehabt, der weiß, dass er ein Flughafen ist. Ich sehe das, glaube ich, ähnlich, wenn ich ehrlich bin. Also da sage ich einfach mal. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt und folgt dem Kanal, abonniert ihn, Glocke, Like und kommentiert, aber auf School auch kommentieren bitte, dann kann ich euch besser antworten. Also, danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, Glocke anzumachen, Like dazulassen und wir sehen uns dann bei der nächsten Sendung. Also, bis dann, danke, ciao.